Wir haben untersucht, inwiefern BürgerInnen durch Medien beeinflusst werden können. Und das ist eine sehr schwierige Frage für die Sozialwissenschaft, eben weil BürgerInnen sich auch in bestimmte Medien rein selektieren. Wir haben untersucht, was passiert, wenn eine Stadt, wenn eine Region ein bestimmtes Medium, in unserem Fall die Boulevardzeitung The Sun, nicht mehr konsumiert. Und das war der Fall, weil Liverpool und die Region, die um Liverpool herum liegt, Merseyside, die Sun boykottiert hat. Und warum war das der Fall? Das war der Fall, weil die Sun sich falsch und verleumderisch über die Opfer eines großen Sportdesasters, des Hillsborough-Desasters, bei dem 97 Menschen ums Leben gekommen sind, geäußert hat. Das war dann der Fall, warum die Sun in Liverpool und Merseyside seit wirklich 1989 boykottiert wurde. Das erlaubt uns dann herauszufinden, wie sich dieser Boykott eines sehr wichtigen europaskeptischen Mediums auf die öffentliche Meinung ausgewirkt hat. Und dadurch, dass sie eben Medien selektieren, basierend auf dem, was für eine Meinung sie bereits schon haben, ist es enorm schwierig herauszufinden, inwieweit die Medien auch Meinung machen, also eben die BürgerInnen und ihre Meinung beeinflussen. Und durch einen quasi experimentellen Ansatz kann eben unsere Studie dieses Selektionsproblem lösen und kann eben dann zeigen, dass die Medien tatsächlich auch Meinung machen, BürgerInnen sich nicht nur in die Medien hineinselektieren, die ihre Meinung bereits reflektieren. Wir haben herausgefunden, dass die europaskeptische Boulevardzeitung The Sun einen negativen Einfluss auf die Meinung im Hinblick auf die Europäische Union hatte im Norden von England. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger, die in Liverpool und in Merseyside die Sun wegen des Boykotts nicht mehr gelesen haben, heute europafreundlicher sind, als sie es anders gewesen wären. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass zum einen eine besonders langfristige und einseitige Medienberichterstattung BürgerInnen stark beeinflussen kann in ihrer Meinung. Das ist insbesondere bei denjenigen der Fall, die noch in Sozialisierungsprozessen sind, die zu bestimmten Themen noch keine starke Meinung haben und vor allem bei denjenigen der Fall, die einen sehr starken Working-Class-Background in England haben. Weil insbesondere diese Leute sind eben sozusagen das Backbone der Leserschaft von Boulevardzeitungen wie die Sun beispielsweise, die eben vor allem in dem Zeitraum, den wir anschauen, in den 90er und 90er Jahren bis 2000er Jahren, mit die stärkste Medienpräsenz überhaupt hatte in der englischen Medienlandschaft. Die Studie, die wir angeschaut haben, oder den Zeitraum, den wir angeschaut haben, die 90er Jahre, 2000er Jahre, da waren die sozialen Medien, also beispielsweise Twitter, Instagram und all diese Dinge, die uns heute umtriebig machen und unsere Meinung auch prägen können, die waren noch gar nicht vorhanden. Ne? Und das ist natürlich ein großer Unterschied und wahrscheinlich auch die größte Schwäche unserer Studie, dass wir eben zu diesen Entwicklungen de facto nichts sagen können. Eine Frage, die mich beschäftigt, ist, dass wir uns natürlich einen spezifischen Fall anschauen, einen spezifischen Ort, Liverpool und Merseyside. Und was wir beobachten ist, dass dieser Boykott der Boulevardzeitung The Sun dazu führt, dass Bürgerinnen und Bürger eine andere Boulevardzeitung lesen, den Daily Mirror. Und der Daily Mirror ist nicht europaskeptisch. Aber dieser Switch, also dieser Wechsel von der Sun zum Daily Mirror, könnte natürlich auf einer Seite kontextspezifisch sein. Das heißt, wenn es wirklich den Leuten darum gegangen wäre, dass sie ein europaskeptisches Medium konsumieren wollten, hätten sie auch eine andere Wahl treffen können. Zum Beispiel die Daily Mail, die eine andere europaskeptische Zeitung ist. Also wir denken, dass die Ergebnisse auch schon darauf beruhen, dass dieser Wechsel von der Sun in unserem Fall zum Daily Mirror stattfindet. In anderen Kontexten, das heißt zum Beispiel, hätte der Boykott im Süden von England stattgefunden, hätte dieser Wechsel zu einer anderen Zeitung passieren können.